So, meine Lieben, herzlich willkommen wieder zurück zu Gleep. Heute nochmal mit unserem Customer Relationship Management und natürlich mit Bug Reporting und ja, was allem dazugehört. Das ist ja wirklich ein großes Thema, das wissen wir, und das alles selber zu implementieren dauert sehr lange. Und deswegen hatten wir uns ja Gleep angeguckt, 2 Videos, und wir haben schon quasi sehr, sehr viele Features, für die wir normalerweise locker 12 Jahre brauchen, bis wir sie im Code haben. Und heute geht es um noch 2 weitere sehr, sehr geile Features, auf die ich mich selbst schon freue, bei meiner eigenen Website, wo ihr wisst, dass, ja, dann hoffen wir, dass sie bald kommt. Aber okay, wir wollen zunächst einmal Folgendes erstellen, und zwar eine Umfrage, eine Survey. Surveys sind extrem wertvoll, weil da eben Informationen für euch reinkommen, was ihr besser machen könnt, was vielleicht eure Webseite noch nicht hat, was sie brauchen könnte und so weiter und so fort. Und ihr könnt das relativ spezifisch machen. Ihr könnt das nämlich auf ein Produkt machen, auf wenn Leute gehen machen, wenn eben Leute dabei sind, das heißt, warum sie eher mitgekommen sind und so weiter und so fort. Und ihr könnt auch ein Custom-Template machen dann am Ende. So, das heißt, wir wollen jetzt hier erstmal eine Customer Experience machen. Use Template. So, und hier haben wir die Möglichkeit eben auszuwählen, was für eine Umfrage es sein soll. Das heißt, wir können eine 1-to-5 Umfrage machen. Das heißt im Endeffekt 1, not easy at all, oder was auch immer ihr da an Text haben wollt, und 5 super easy oder super geil, super einfach, super nützlich. Ihr könnt aber auch Multiple Choice haben, wo Leute was auswählen müssen. Ihr könnt ein Smiley-Rating haben. Ihr könnt einen kleinen Text einbauen. Im Endeffekt sind das sehr, sehr ähnliche Punkte wie diese, die wir hier auch haben. So, das heißt aber, was unterscheidet eigentlich so eine Survey von dem, was wir da hatten? Naja, im Endeffekt, eine Survey sind mehrere Fragen, die man hier beantworten kann, und eine Survey ist nicht in diesem kleinen Pop-up-Menü hier dabei, sondern erscheint von selbst. Das sind sozusagen die Dinge. Und ich mache jetzt hier einfach mal ein Smiley-Rating, und ich mache hier auch mal wirklich nur eine Frage rein. Das heißt, wir machen, oder lasst uns mal 2 Fragen machen, dann haben wir vielleicht eine Auswahl. How easy to you, nein, wir wollen natürlich, wie toll findest du unsere Website? So, und jetzt kann man hier im Endeffekt auswählen, was das sein soll. Hier ein kleiner Teaser-Text, und hier dann eben diese Smileys. Jetzt können wir das hier im Endeffekt in unseren globalen CSAT einfließen lassen. Das hört sich jetzt kompliziert an, ist aber im Endeffekt das, was wir hier mit bewerte deine Experience haben. Das heißt, wenn wir hier was auswählen und dann bei dieser Umfrage was auswählen, dann kommt das alles zusammen rein. Das können wir hier anklicken. Macht ja in diesem Fall Sinn. Wenn wir jetzt allerdings hier zum Beispiel haben, wie toll findest du das sich drehende Logo? Fragezeichen. Dann haben wir hier vielleicht einen optionalen Infotext. Dann machen wir hier vielleicht auch Smiley-Rating draus. Wie toll findet man unser drehendes Logo? Dann ist das natürlich nicht die gesamte Webseite, sondern nur das drehende Logo. Das heißt, das ist nicht unbedingt Pflicht. Und hier können wir auch sehen, dass es nicht required ist. Das heißt, wir müssen diese Frage nicht beantworten. Wir können auch einfach nur diese Frage hier beantworten. Und wir haben hier auch Identifier, die sind später für uns dann relevant. So, jetzt haben wir hier erstmal die Fragen eingerichtet. Okay, toll. Was genau ist jetzt das so besonders? Also warum nehmen wir nicht einfach das Ding hier? Naja, die Möglichkeit, die ich hier habe, ist, ich kann hier immer noch eine Option auswählen. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte die E-Mail-Adressen sammeln oder nicht sammeln. Ich möchte, dass es in einer Seite ist. Ich möchte eben hier eine Thank-You-Message haben, und ich möchte meine Audience haben, also quasi hier Dynamic oder Fixed. Dynamic bedeutet, was genau es, also wann genau das eben gemacht werden soll. Das heißt, wenn unsere Session auf der Webseite gestartet wird oder wenn eine Seite angezeigt wird, zum Beispiel diese /Onboarding-Seite. Dadurch kann man eben sagen, ich möchte diese Umfrage nur genau dann senden, wenn diese Webseite aufgerufen wird. Oder ich möchte die Umfrage nur genau dann senden, wenn Users da reingekommen sind, also User, die sich angemeldet haben. Oder ich möchte die Umfrage nur dann senden, wenn eben nur Gäste, also Leute, die sich nicht angemeldet haben, reinkommen. Und ich kann sagen, ich möchte es jedes Mal anzeigen, wenn man diese Seite benutzt, oder eben nur einmal. Das sind hier diese Optionen, die ich dann am Ende auch habe. So, jetzt gehen wir hier einfach mal drauf und klicken hier mal auf, sagen wir doch einfach mal Dynamic. Wir nehmen aber alle Leute, wir sagen nur einmal, und wir sagen, das soll auf allen Webseiten bitte sein. Und zwar mit
mit Session Started soll das gemacht werden. Das ist, glaube ich, so das Gängigste. Jetzt launchen wir unsere Survey einfach mal. Und die ist jetzt live. Das heißt, ich kann hier meine Survey sozusagen sehen, wie das Ganze eigentlich so sich anfühlt für alle. So, wir starten das jetzt mal und wir sehen hier, aha, jetzt haben wir die Seite offensichtlich gerade aufgerufen und dann sagen wir hier, wie toll findest du unsere Webseite? Die Webseite ist natürlich super toll, aber das sich drehende Logo, das ist leider dreht sich immer noch falsch rum. Das ist absolut nicht okay und deswegen müssen wir hier auf traurigen Smiley klicken und jetzt haben wir die Umfrage schon fertig. Also es ist wirklich sehr, sehr einfach für Leute, die dann auch die Webseite besuchen, hier eine Umfrage auszuführen. Und hier vielleicht einige Worte der Sparsamkeit. Macht das bitte nicht zu viel. Es ist sehr, sehr nervig, wenn man einfach auf die Webseite drauf geht und man hat eine Umfrage. Warum? Ja, aber wenn man sich angemeldet hat, vielleicht zum wiederholten Male irgendeinen Kurs besucht, dann kann man das natürlich hier sehen. So, und wenn wir jetzt das hier mal kurz aktualisieren und uns diese Survey angucken, dann sehen wir hier, die Website ist offensichtlich toll. Das heißt, wir haben hier ein Smiley-Rating, das ist im Endeffekt ein Histogramm. Und wir sehen hier aber, das sich drehende Logo ist gar nicht so toll. Das ist absolut andersrum. So, wir sehen aber auch hier bei Feedback, bei den Ratings, sehen wir hier, wie sich der Balken hier verändert hat, weil wir eben einmal vor 30 Minuten, also bei dem letzten oder beim ersten Video sogar, hatten wir hier einen sehr traurigen Smiley bei der Webseite, aber wir hatten einen zweiten Smiley, der 100% hatte. Und dadurch kann man vielleicht ablesen, okay, es ist gar nicht mal so schlecht. Also Customer Satisfaction Score, ja, um den Fachbegriff dazu zu verwenden, ist bei 63%, was natürlich daran liegt, dass wir hier nur 2 Antworten haben. Aber insgesamt ist das natürlich auch schon ziemlich hilfreich für uns. Cool. Was wir hier nicht haben, ist, wir haben hier zum Beispiel doch, das war das erste, da hatten wir was, aber hier haben wir zum Beispiel kein Feedback, also kein geschriebenes Feedback eingebaut. Das war bei dem Feedback von der Webseite her, war das anders. Okay, so, das war Feature Nummer 1. Jetzt habe ich noch ein zweites wahnsinnig tolles Feature für euch und darauf freue ich mich ganz besonders, denn unser zweites Feature ist eine Roadmap. Ihr habt vielleicht gesehen, dass man hier unter Feature Requests seine Features eintragen kann. Also das heißt, ich habe jetzt hier einfach mal 2 Features reingepackt. Make me neues Feature, please. Voll viele Details und neues Feature 111. Ich will coole Features. Das eine ist in Progress, das andere ist planned. Und jetzt habe ich Folgendes bei der App hier gemacht. Man hat die Möglichkeit, ein Feature anzufordern. Hier kann man einfach ein Feature anfordern. Please, neues Feature 12.000. So, sowas in die Richtung. Und dann kann ich auf Weiter klicken und dann kann ich hier eine Beschreibung eingeben. Make mal. So, richtig schlecht gedenglischt, ja, ich weiß, Absicht in diesem Fall. Und die sind jetzt natürlich nicht unbedingt wertvoll, sage ich jetzt mal. Man kann damit nicht unbedingt was anfangen. Was ich aber sehe, ist, wie dieses Feature dann am Ende hier eingetragen wird. Und das heißt, wir kriegen hier einen offenen Feature-Request. Achtung, offen ist nicht planned, ist nicht in progress, ist nicht completed. Open heißt wirklich, das ist einfach nur reingekommen. Das heißt, hier ist erstmal, naja, ist alles für euch sozusagen nur sichtbar. Das ist, gleich werdet ihr noch sehen, was ich mit Public meine. Ja? Es ist nicht öffentlich sichtbar. Und wenn ich jetzt hier reingehe und hier das Ganze editiere, das heißt, ich kann mir mein Feature editieren, ich kann alles genauso machen. Ich kann hier übrigens sogar mit demjenigen wieder Kontakt aufnehmen. Ihr seht hier, meine Kontakt-E-Mail-Adresse ist da auch wieder drin. Ich kann das Feature aber auch verschieben in Plan-Features, aber ich kann hier auch einfach sehr, sehr viel noch ändern. Also falls hier irgendwas vielleicht mit Rechtschreibfehlern drin war oder falls irgendwas nicht ganz so toll war, falls es vielleicht schlecht formuliert war, falls es vielleicht unklar war, all diese Themen kann ich natürlich hier editieren. Und selbstverständlich vergesst die Integration nicht. Die Integration in mein, keine Ahnung, Trello-Board ist auch natürlich absolut machbar. Ja? Das haben wir hier oben unter Integrations immer noch. So, ich nehme jetzt das einfach mal, ich editiere das hier in 12.001. Und wir speichern uns das einfach mal, Save, und wir assignen, beziehungsweise machen das jetzt einfach mal unter Plans rein. So, und was wir dann haben, ist ein Public Board. Also wir können hier mal das Public Board aufmachen und da sehen wir alle Features. Und das ist jetzt auch eine Roadmap. Das ist im Endeffekt, hier kann ich auch neue Features anfragen. Hier kann ich aber auch sehen, welche Features gerade geplant sind. Und jetzt kann ich als Nutzer, also nicht angemeldet, ja, ich kann einfach hierher gehen und kann sagen, hey, ich hätte ganz gerne, dass ein Feature auf jeden Fall reinkommt. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, dieses Make me neues Feature, please, das finde ich voll geil. Jetzt muss ich natürlich hier erstmal meine E-Mail eintragen. Und ich kann dann sogar Updates bekommen. Die schalte ich mal aus.
So, trage meine E-Mail-Adresse ein und dann vote ich hier drauf. Und dann sehen wir hier, Make Me Neues Feature Please hat ein Upvote bekommen. Jetzt kann ich das hiermit machen, aber ich finde das zum Beispiel nicht so geil wie das da unten. Und dementsprechend sind die Features, die häufiger angefragt werden, auch weiter oben. Und dementsprechend weiß ich als Entwickler gleich, welche Features für meine Leute besonders geil sind. Für die Leute, die halt wirklich an den Features interessiert sind. Und das finde ich ein so tolles Feature im Endeffekt von Gleep, dass man hier eine Roadmap einbauen kann. Man kann dann natürlich auch sehen, was ist completed, was fehlt noch, was ist noch geplant und vor allem, wie weit ist es geplant. Und man kann halt gleichzeitig seine Nutzer abstimmen lassen. Und ich kann natürlich auch hier direkt ein Feature requesten bzw. anfordern und dementsprechend das auch sehen. Ja, und das habe ich hier einfach mal als, also wenn man das eben so machen möchte, man kann natürlich hier Feature anfordern machen, aber man kann auch einfach Redirect to URL machen und die habe ich einfach mal direkt auf das Gleep Roadmap Board verweisen lassen. Es ist quasi kein Aufwand, das kann man hier natürlich alles im Widget drin machen unter den Menü-Actions. Request a Feature ist schon drin, also ich lösche die beiden jetzt einfach nochmal, ja. Löschen und dann kann ich hier einfach hergehen und kann sagen, Request a Feature, fertig. Das ist alles, was ich dazu brauche, ja. Das ist wirklich alles, was ich, um einen Feature-Vorschlag einzugeben, hier in mein Menü brauche. Und dann kann ich hier noch Menüoption Redirect to URL machen und dann kann ich hier den Titel ändern, Description vielleicht ändern und das ist das Einzige, was ich hier anpassen muss, ist mein Board hier einzutragen. Na komm. So. Mein Board hier einzutragen und dann natürlich vielleicht zu sagen, wenn ich das möchte, Open in New Tab. Und hier kann ich natürlich auch meine Icons anpassen und so weiter und so fort. Und schon habe ich genau das wieder zusammengebaut. Das ist wirklich super, super einfach und super schnell machbar, um dann eben auch diese Informationen zu bekommen, was vielleicht auch wirklich die Features sind, auf die sich alle am meisten freuen. So, ihr habt jetzt schon wahrscheinlich erwartet, dass ich das bei mir auf der Webseite auch einbauen werde. Ja, wir werden sehen, was alles bei der Website auf euch wartet. Ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall Bock. Und falls ihr selbst Gleep verwenden wollt, dann schaut definitiv mal bei denen vorbei. Ich finde das Projekt super spannend, denn das ist wirklich ein Punkt oder mehrere Punkte abgedeckt, die wirklich sehr, sehr viel, eigentlich in jedem Projekt vorhanden sein sollten, aber seltenst vorhanden sind. Und dementsprechend denke ich, das hat definitiv ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient. An der Stelle vielen Dank, dass ihr vorbeigeschaut habt, dass ihr euch diese ganzen Features angeguckt habt. Vergesst nicht, dass Gleep extra für unsere Community einen 20% Couponcode anbietet. Das heißt, so teuer sind selbst die Pro-Varianten dann nicht mehr, vor allem für größere Teams. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.